Hello, our beloved listeners to our devotionals. Hallo, unsere geliebten Zuhörer, unsere Morgenandachten. You see how good our Father in heaven is? Siehst du, wie gut unser Vater im Himmel ist? If we don't bring fruit, He's kind, gentle, lifting us up to help us be fruitful. Wenn wir keine Frucht bringen, ist er gütig und sanftmütig, richtet uns auf und hilft uns, fruchtbar zu sein. If we are fruitful, the only thing He will remove is hindrance to be even more fruitful. Wenn wir fruchtbar sind, entfernt er lediglich Hindernisse, die uns davon abhalten, noch mehr Frucht zu bringen. Do you know, when I was in Bible school, Als ich auf der Bibelschule war, we were taught something, and as students, we really believed that wurde uns etwas gelehrt, was wir Schüler wirklich glaubten. because we always talked about it. Denn im Römerbrief steht sowas. We used to say this: Wir sagten Folgendes: if there is any country that you don't want to go, Wenn es irgendein Land gibt, wo du nicht hingehen willst, never speak that out. dann sprich das niemals aus. Because if God knows there's a place you would never go, that's the place where He will send you to. Denn wenn Gott weiß, dass du dort auf keinen Fall hingehen willst, wird er dich genau an diesen Ort schicken. Never say to God, I would never do this, because that's what He's gonna make you do. Sag niemals zu Gott, das möchte ich auf keinen Fall machen, denn genau dazu wird er dich auffordern. Isn't that sad that we actually believe that? Ist es nicht traurig, dass wir das tatsächlich glaubten? You know, so we were scared to speak out things we would never want to do. Wir hatten also Angst, etwas auszusprechen, was wir nicht machen wollten. First of all, God knows what's in your heart anyway. I don't have to speak it out. Erstens weiß Gott sowieso, was in deinem Herzen ist. Du musst es nicht erst aussprechen. Secondly, God is not a bad God that is trying to figure out what you hate, and that's what He's going to make you do. Zweitens ist Gott kein böser Gott, dass er dich dazu bringt, das zu tun, was du nicht willst. But you know, people have used John 15 to make God the bad guy. Doch Menschen haben Johannes 15 missbraucht, um Gott als schlecht darzustellen, But in reality, you see, He's so kind, so gentle, so caring. obwohl er in Wirklichkeit so gütig, sanft und fürsorglich ist. So look what He says in verse 3. Schau, was er in Vers 3 sagt. The words I've spoken over you have already cleansed you. Die Worte, die ich über euch gesprochen habe, haben euch bereits gereinigt. Does that bring back a memory to you? Ruft das Erinnerungen in dir hervor? Doesn't that remind you what happened 2 chapters before in chapter 13? Erinnert dich das nicht an das, was 2 Kapitel zuvor in Kapitel 13 geschah? When Jesus was trying to wash the feet of His disciples, or actually was washing the feet of the disciples, Als Jesus den Jüngern die Füße wusch and Peter said, no, never me. und Petrus sagte, nein, mir auf keinen Fall. And Jesus said, well, then you can't have a part on me. Und Jesus antwortete, dann kannst du keinen Anteil an mir haben. What was Peter's response? Was war Petrus' Antwort? Then don't wash my feet, give me a shower. Dann wasch mir nicht die Füße, gib mir eine Dusche. And Jesus said, no, you're already clean. Und Jesus sagt, nein, du bist schon rein. Look, here Jesus is saying to His disciples, Und hier sagt Jesus zu seinen Jüngern, the words which I've spoken over you have already cleansed you. die Worte, die ich über euch gesprochen habe, haben euch bereits gereinigt. Wow, that's an interesting thought. Das ist ein interessanter Gedanke. So the disciples were already cleansed because of the word of Jesus? Die Jünger waren also schon durch die Worte Jesu gereinigt. But hang on, Reinhard. Aber warte mal, Reinhard. The disciples were pretty messed up. Die Jünger waren ganz schön besudelt. Didn't Jesus just shortly before say to Peter, Satan, go behind me? You don't think what's spiritual but what's earthly? Hat Jesus nicht erst kurz zuvor zu Petrus gesagt, geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Didn't they just fight and argue who will be the greatest? Stritten sie nicht darüber, wer der Größte sei? Didn't He constantly rebuke them for their unbelief? Wies er sie nicht ständig wegen ihres Unglaubens zurecht? Now He's saying that they are clean? Und jetzt sagt er, dass sie rein sind? It doesn't seem to fit. Das scheint nicht zu passen. Well, there is always God, earth's view and heaven's view. Nun, es gibt immer eine irdische und eine göttliche Sichtweise. Think about the letter to the Corinthians. Denk an den Brief an die Korinther. Paul starts the letter to the saints who are in Corinth. Paulus beginnt den Brief mit an die Heiligen in Korinth. Hang on, to the saints? Moment mal, an die Heiligen? But why did he say that their behavior was so bad that some of them were sick and died early because of their sinful behavior? Wieso sagte er das? Ihr Verhalten war so schlecht, dass einige von ihnen krank waren aufgrund ihres sündhaften Verhaltens und frühzeitig starben. Why did he say that there is a sin among you that's not even in the world? Wieso sagt er dann,
dass unter ihnen eine schlimmere Sünde geschieht als in der Welt. That a man is having sex with the wife of his father. Ein Mann, der Sex mit der Frau seines Vaters hat. Why was he talking about greed and sexual immorality and all the terrible sins? Warum sprach er dann über Gier, sexuelle Unmoral und all die schrecklichen Sünden? Look, Schau, what you are and what you do is supposed to match, but sometimes doesn't match. was du bist und was du tust, sollte zusammenpassen, aber manchmal tut es das eben nicht. But it doesn't change what you are. Das ändert aber nichts daran, was du bist. We are what we are through Jesus Christ and not through our own effort. Was wir sind, sind wir nur durch Jesus Christus und nicht aufgrund unserer eigenen Leistung. But because we have not believed who we truly are and what we truly are, Aber weil wir nicht geglaubt haben, wer und was wir wirklich sind, we found it very hard to walk in the reality of it. fiel es uns so schwer, in diese Realität zu leben. So Jesus clearly called them that they are cleansed because of his word. Jesus lehrte ihnen also ganz klar, dass sie aufgrund seines Wortes gereinigt sind. Paul clearly told the Corinthians that they are perfectly righteous in Christ Jesus. Paulus sagte den Korinthern ganz klar, dass sie in Christus Jesus völlig gerecht sind. And then he told them that they should change their behavior. Und dann sagte er ihnen, dass sie ihr Verhalten ändern sollten. Can I ask you something? Darf ich dich etwas fragen? Do you really believe it is easier to try to behave well, not being sure that you're righteous, Glaubst du wirklich, es ist leichter, dich gut zu verhalten, ohne sicher zu sein, dass du gerecht bist? or to behave well, being absolutely sure you're the righteousness of God? Oder dich richtig zu verhalten, in der absoluten Gewissheit, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist? See, we've tried to get clean by acting clean, Schau, wir haben versucht, sauber zu werden, indem wir uns dementsprechend verhalten. and that's religion. Das ist Religion. That's an endless struggle with sinful habits. Das ist ein endloser Kampf mit sündhaften Gewohnheiten. If our hearts could truly believe what Jesus said here, Wenn unser Herz wirklich glauben würde, was Jesus hier sagt, his word has cleansed us. dass sein Wort uns gereinigt hat, If you are 100% sure that you're clean, you're pure, you're perfect in Christ, you will act clean, pure, and perfect in Christ. wenn du 100% sicher bist, dass du in Christus rein, perfekt und makellos bist, dann handelst du auch rein, perfekt und makellos. I can imagine the shock that the disciples had when he said that to them. Ich kann mir vorstellen, wie schockiert die Jünger waren, als er das zu ihnen sagte. You know, they were fighting, Denn sie stritten, they were arguing, sie diskutierten, they're full of unbelief, waren voll Unglaubens, had selfish ambitions. hatten eigennützige Ziele. And Jesus said, guys, you're cleansed. Und Jesus sagt, Jungs, ihr seid gereinigt. My word has done that to you. Mein Wort hat das für euch getan. My friend, you have to convince your heart who you are in him. Mein Freund, du musst dein Herz davon überzeugen, wer du in ihm bist. The more your heart is sure who you are in him, the more you will act just like you are in him. Je mehr dein Herz sicher ist, wer du in ihm bist, desto mehr wirst du dich auch genauso verhalten. Spend some time today Nimm dir heute ein bisschen Zeit. meditating and declaring over yourself Meditiere und deklariere über dir selbst, that you are clean, dass du rein bist, you're holy, heilig bist, you're righteous, du gerecht bist, perfect in Christ, vollkommen in Christus, loved, therefore you can love, geliebt und deshalb kannst du auch lieben, accepted, therefore you can accept. angenommen und deshalb kannst du andere annehmen. Go ahead and do that. Mach das mal. It will be life-changing. Es wird dein Leben verändern. See you tomorrow. Bis morgen.